Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Serie in unserem Podcast. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Nach unserer Serie über Bewerbungen tauchen wir nun in ein Thema ein, das die deutsche Sprache erst so richtig lebendig, bunt und menschlich macht. Redewendungen. Vielleicht hast du schon oft Deutsche im Supermarkt, im Park oder im Fernsehen gehört und dich gewundert, warum reden sie plötzlich über Tomaten, über Wurst oder über Bahnhöfe, obwohl es gar nicht um diese Dinge geht. Das liegt daran, dass Redewendungen das Salz in der Suppe sind. Ohne sie klingt die Sprache oft trocken, fast ein bisschen wie ein Roboter oder ein altes Lehrbuch, das niemand mehr liest. Bevor wir heute die ersten Redewendungen für den Alltag lernen, möchte ich dir wieder unseren Lernrhythmus ans Herz legen. Diese Podcast-Folge ist kein einfacher Text zum einmaligen Hören. Sie ist ein Werkzeug für dein Gehörtraining und deine Sprechfertigkeit. Mein Vorschlag für dein Ritual? Hör dir die Folge heute zuerst ganz entspannt an. Versuch nicht, jedes Wort sofort zu übersetzen. Lass die Bilder in deinem Kopf entstehen. Versuch, das Gefühl der Sprache zu spüren. Hör dir die Folge morgen ein zweites Mal an und nutze das Shadowing. Das bedeutet, sprich die Redewendungen und die Beispielsätze laut mit mir mit. Spür den Rhythmus, die Melodie und die Betonung. Hör dir die Folge am dritten Tag ein weiteres Mal an. Du wirst merken, dass die Sätze plötzlich ganz natürlich klingen. Sie gehören jetzt zu dir. Lass diesen Gedanken kurz wirken. Eine Sprache zu lernen bedeutet nicht nur Vokabeln zu pauken. Es bedeutet, die Bilder im Kopf der Menschen zu verstehen. Redewendungen sind wie kleine Fenster in die deutsche Seele. Heute schauen wir uns die Fenster an, die Deutsche jeden Tag im Alltag öffnen. Was sind Redewendungen denn wirklich? Das Wort Redewendung klingt für viele Lernende erst einmal kompliziert. Aber die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach. Eine Redewendung ist ein fester Ausdruck, eine Wortgruppe oder ein ganzer Satz, deren Bedeutung man nicht wörtlich verstehen darf. Das ist extrem wichtig zu verstehen. Wenn du eine Redewendung Wort für Wort in deine Muttersprache übersetzt, ergibt sie oft absolut keinen Sinn. Und genau das ist der Grund, warum viele Deutschlernende sich unsicher fühlen, wenn sie Muttersprachlern zuhören. Man versteht zwar die Wörter Hund, begraben oder Bier, aber man versteht nicht, was die Person damit eigentlich sagen will. Ein kleines Beispiel. Ein Deutscher sagt, das ist nicht mein Bier. Wenn du diesen Satz wörtlich nimmst, denkst du vielleicht an ein Getränk. Aber in diesem Moment geht es überhaupt nicht um Alkohol oder Gastronomie. Es geht um Verantwortung. Das ist nicht mein Bier bedeutet, das ist nicht mein Problem. Das geht mich nichts an. Ich bin dafür nicht zuständig. Redewendungen sind Kultur in Sprache. Sie zeigen, wie Menschen denken, wie sie fühlen und wie sie die Welt sehen. Genau deshalb sind sie so wichtig, wenn du Deutsch wirklich verstehen willst. Nicht nur korrekt nach der Grammatik, sondern natürlich, so wie es im echten Leben gesprochen wird. Wenn du Redewendungen benutzt, zeigst du deinem Gegenüber, ich verstehe nicht nur eure Grammatik, ich verstehe eure Art zu leben. Warum Redewendungen im Alltag so wichtig sind? Im Alltag sprechen Deutsche selten in perfekten Sätzen aus dem Grammatikbuch. Sie sprechen effizient, direkt und oft mit diesen festen Ausdrücken. Redewendungen helfen dabei, Dinge schneller zu sagen, sie emotionaler auszudrücken oder sie humorvoll zu verpacken. Wenn du Redewendungen verstehst, fühlst du dich plötzlich viel sicherer. Du merkst, ich verstehe nicht nur Wörter, ich verstehe die Situation. Und genau das gibt dir das nötige Selbstvertrauen. Heute schauen wir uns typische Redewendungen aus dem Alltag an, aus Gesprächen mit Freunden, mit Kollegen oder beim Einkaufen. Keine komplizierten literarischen Ausdrücke, sondern echtes, lebendiges Deutsch. Mach hier kurz eine Pause.
Atme tief durch. Wir fangen jetzt mit den konkreten Beispielen an. Sei bereit, die Bilder in deinem Kopf entstehen zu lassen. Ich verstehe nur Bahnhof. Hör gut zu. Ich verstehe nur Bahnhof. Noch einmal, ganz langsam. Ich verstehe nur Bahnhof. Wenn du diesen Satz hörst, verstehst du vielleicht alle Wörter einzeln, aber der Sinn ist absolut nicht wörtlich. Diese Redewendung bedeutet, ich verstehe gar nichts. Ich bin total verwirrt. Das ist mir zu kompliziert. Man benutzt sie, wenn etwas zu schnell gesagt wird, zu kompliziert erklärt wird oder wenn ein Thema für einen selbst völlig neu ist. Die Geschichte dahinter ist faszinierend. Man sagt, dass Soldaten am Ende des Ersten Weltkriegs so müde und erschöpft waren, dass sie nur noch eines hören wollten: das Wort Bahnhof. Warum? Weil der Bahnhof der Ort war, von dem der Zug nach Hause fuhr. Alles andere, was man ihnen erklärte, war ihnen egal. Sie verstanden nur noch Bahnhof. Stell dir vor, ein Kollege erklärt dir ein technisches Problem. Er benutzt viele Fachwörter und spricht sehr schnell. Du denkst dir innerlich, ich habe kein Wort verstanden. In diesem Moment kannst du ganz ehrlich und locker sagen, sorry, aber ich verstehe gerade nur Bahnhof. Das ist ehrlich, es ist locker und es ist überhaupt nicht unhöflich. Es signalisiert deinem Gegenüber, bitte erklär es mir noch einmal einfacher. Hör den Satz noch einmal und sprich ihn leise mit. Ich verstehe nur Bahnhof. Das ist nicht mein Bier. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel vom Anfang. Das ist nicht mein Bier. Wiederholung. Das ist nicht mein Bier. Wie wir schon gehört haben, es geht nicht um das Getränk. Es geht um Zuständigkeit und Grenzen. Deutsche schätzen es oft, wenn Dinge klar voneinander getrennt sind. Stell dir vor, zwei Nachbarn streiten sich lautstark über einen Parkplatz. Einer der Nachbarn kommt zu dir und möchte, dass du dich einmischst oder Partei ergreifst. Du möchtest aber neutral bleiben und hast mit dem Streit nichts zu tun. Dann kannst du sagen, tut mir leid, aber das ist nicht mein Bier. Das klingt klar, direkt, aber nicht aggressiv. Es zieht eine deutliche Grenze. Du sagst damit, das ist eure Angelegenheit, nicht meine. Es ist ein sehr nützlicher Satz, um sich aus Konflikten herauszuhalten, die einen selbst nicht betreffen. Hör noch einmal zu und spür die Bestimmtheit in der Stimme. Das ist nicht mein Bier. Jetzt mal Butter bei die Fische. Diese Redewendung ist sehr typisch, besonders im Norden Deutschlands, aber man benutzt sie heute überall im ganzen Land. Jetzt mal Butter bei die Fische. Noch einmal, langsam. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wörtlich klingt das sehr komisch. Warum sollte man Butter zu Fischen geben? Die Herkunft liegt in der Küche. Früher hat man Fischgerichte oft ohne Fett serviert und erst im letzten Moment, wenn das Essen auf dem Tisch stand, wurde die Butter hinzugefügt. Erst dann war das Essen echt und fertig zum Genießen. Die Bedeutung heute ist, jetzt mal ehrlich. Komm zum Punkt. Sag, was wirklich Sache ist. Man benutzt diesen Ausdruck, wenn jemand zu lange redet, um ein Thema herumredet oder keine klare Antwort gibt. Wenn jemand zum Beispiel lange erklärt, warum er vielleicht keine Zeit für ein Projekt hat, aber nie Nein sagt, er eiert herum, dann kannst du sagen, jetzt mal Butter bei die Fische. Hast du Zeit oder nicht? Das ist direkt, sehr typisch deutsch und extrem alltagstauglich. Es fordert den anderen auf, die Wahrheit zu sagen. Hör den Rhythmus. Jetzt mal Butter bei die Fische. Mach hier kurz eine Pause. Redewendungen haben oft einen sehr eigenen Rhythmus. Versuch diesen Rhythmus wie ein Lied zu lernen. Da liegt der Hund begraben.
Jetzt eine etwas ruhigere, fast detektivische Redewendung. Da liegt der Hund begraben. Wiederholung. Da liegt der Hund begraben. Keine Sorge, es geht nicht um traurige Geschichten über Haustiere. Diese Redewendung bedeutet, das ist der Kern des Problems. Hier ist der wahre Grund für eine Situation. Hier liegt der Fehler im System. Man benutzt sie, wenn man ein Problem lange analysiert hat und plötzlich versteht, worum es wirklich geht. Stell dir vor, dein Computer geht immer wieder aus. Du prüfst den Monitor, die Maus, die Tastatur. Alles ist okay. Dann merkst du, das Stromkabel ist locker und hat einen Wackelkontakt. In diesem Moment sagst du, da liegt der Hund begraben. Es klingt reflektiert, ruhig und intelligent. Du hast die Ursache gefunden. Es ist der Moment der Erkenntnis. Hör noch einmal zu. Da liegt der Hund begraben. Das macht Sinn. Diese Redewendung ist im modernen Alltag so präsent, dass man sie fast in jedem Gespräch hört. Das macht Sinn. Wiederholung. Das macht Sinn. Sie bedeutet, das ist logisch. Das verstehe ich. Das ist eine gute Idee. Eigentlich kommt dieser Ausdruck aus dem Englischen. That makes sense. Sprachpuristen sagen oft, man müsse im Deutschen eigentlich sagen, das ergibt Sinn. Aber im echten Alltag sagen fast alle Deutschen, das macht Sinn. Wenn dein Partner zum Beispiel sagt, lass uns heute früher zum Einkaufen fahren, dann ist der Supermarkt noch nicht so voll. Dann antwortest du, ja, das macht Sinn. Einfach, natürlich, sehr gebräuchlich. Benutze diesen Satz, wenn du zeigen willst, dass du einem Argument zustimmst. Sprich mit mir. Das macht Sinn. Lass uns noch ein paar weitere Bilder anschauen, die deinen Alltag in Deutschland bunter machen. Wir gehen hier etwas schneller durch, aber die Bilder sind sehr klar. Da ist zum Beispiel die Redewendung Tomaten auf den Augen haben. Du benutzt sie, wenn jemand etwas Offensichtliches nicht sieht. Wenn dein Freund seinen Schlüssel sucht, der direkt vor ihm auf dem Tisch liegt, fragst du ihn, hast du Tomaten auf den Augen? Da liegt er doch. Es bedeutet, du bist unaufmerksam. Oder wenn dich jemand wirklich nervt, wenn zum Beispiel dein Nachbar am Sonntagmorgen um 7 Uhr anfängt zu bohren, dann kannst du zu deinem Partner sagen, das geht mir tierisch auf den Keks. Jemandem auf den Keks gehen bedeutet ganz einfach, jemanden irritieren oder nerven. Es ist eine lockere Art, seinen Ärger auszudrücken. Und wenn etwas sehr nahe ist, dann ist es nur ein Katzensprung. Wie weit ist es zum Bäcker? Ach, das ist nur ein Katzensprung. Es bedeutet, es ist so nah, dass eine Katze mit einem einzigen Sprung dort wäre. Ein sehr sympathisches Bild für eine kurze Entfernung. Mach hier kurz eine Pause. Welches dieser Bilder gefällt dir am besten? Der Bahnhof, der Keks oder der Katzensprung? Redewendungen machen die Sprache zu einem Spielplatz. Warum du Redewendungen hören musst und nicht auswendig lernen? Vielleicht fragst du dich, wie soll ich mir das alles merken? Ich kann doch nicht den ganzen Tag Vokabeln kauken. Die Antwort ist, Redewendungen sind keine Vokabelliste. Man lernt sie nicht auswendig wie unregelmäßige Verben oder Grammatikregeln. Man muss sie hören, man muss sie fühlen und man muss sie in einer echten Situation erleben. Genau deshalb ist dieses Podcast-Training so effektiv. Wenn du diese Sätze hier hörst, verbindest du sie mit meiner Stimme, mit den Geschichten und mit dem Tonfall. Dein Gehirn speichert nicht nur das Wort Bahnhof, sondern das Gefühl der Verwirrung, das mit der Redewendung verbunden ist. Eines Tages wirst du in einer Situation sein, in der dir jemand etwas Kompliziertes erklärt und plötzlich, ohne nachzudenken, wirst du sagen, ich verstehe nur Bahnhof. In diesem Moment hast du die Sprache wirklich gelernt. Du benutzt sie automatisch.
Das ist das Ziel. Intuition statt Konstruktion. Lass uns jetzt etwas Aktives machen. Wir wiederholen die wichtigsten Redewendungen von heute. Ich sage sie erst langsam und dann in einem natürlichen Tempo. Hör einfach nur zu oder sprich leise mit. Konzentriere dich auf den Klang. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe nur Bahnhof. Das ist nicht mein Bier. Das ist nicht mein Bier. Jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt mal Butter bei die Fische. Da liegt der Hund begraben. Da liegt der Hund begraben. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Tomaten auf den Augen haben. Tomaten auf den Augen haben. Jemandem auf den Keks gehen. Jemandem auf den Keks gehen. Ein Katzensprung. Ein Katzensprung. Lass diese Sätze noch einmal wirken. Du musst heute nicht alles perfekt können. Dein Gehirn lernt gerade und das braucht Zeit. Sei geduldig mit dir selbst. Dein Gehirn arbeitet für dich, auch wenn du es nicht merkst. Wir kommen nun langsam zum Ende dieser ersten Folge zum Thema typische deutsche Redewendungen. Wir haben heute gelernt, dass Redewendungen Bilder sind, die man nicht wörtlich übersetzen darf. Wir haben gelernt, dass sie uns helfen, natürlicher, emotionaler und effizienter zu kommunizieren. Denk an unser Ritual. Hör dir diese Folge in den nächsten Tagen mehrmals an. Beim ersten Mal hör einfach nur zu. Beim zweiten Mal sprich die wichtigen Sätze laut mit. Beim dritten Mal hör entspannt zu und lass die Sprache fließen. Du wirst merken, dein Selbstvertrauen wächst mit jedem Mal. Du musst nicht perfekt sein, du musst nur dranbleiben. Jeder Tag, an dem du Deutsch hörst, ist ein erfolgreicher Tag auf deinem Weg. In der nächsten Folge werden wir uns an den Arbeitsplatz begeben. Wir schauen uns an, welche Redewendungen im Büro, in der Werkstatt oder im Meeting benutzt werden. Es wird um Begriffe gehen wie den Nagel auf den Kopf treffen, Dienst nach Vorschrift oder etwas auf dem Schirm haben. Die nächste Folge heißt Folge 2 – Redewendungen bei der Arbeit. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es ist toll zu sehen, wie du dich in die deutsche Sprache vertiefst. Bleib neugierig, bleib dran und vor allem hab Spaß beim Entdecken dieser neuen Sprachwelt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald und alles Gute.